Hallo ihr lieben Gartenfreunde und ein herzliches Willkommen zurück bei Greenhorns Gartenwelt. Ich bin euer Greenhorn, der Mann mit der Hake, dem Humor und manchmal auch mit einem kleinen Hefewürfel. Und ich sage es gleich von weg. Dieses Video nehme ich noch hier im Urlaub auf Kreta auf. Ich wollte euch nicht bis auf meine Rückkehr warten lassen, also stehe ich hier mit meinem Handy bewaffnet irgendwo zwischen Pool, Palmen und Pflanzenflair. Ganz unkompliziert babbel ich einfach hier ins Handy, so wie ihr es von mir auch gewohnt seid. Bevor wir richtig loslegen, möchte ich mich erstmal bedanken für eure unglaubliche Resonanz auf mein letztes Video zum Hefe im Garten. Über tausende Aufrufe, hunderte Kommentare und ein Community-Feuerwerk, das mich einfach umgehauen hat. Ihr seid der Wahnsinn. Und falls du dieses Video gerade zum ersten Mal siehst und noch gar nicht weißt, worum es geht, ich habe ein ausführliches Video darüber gemacht, was Hefe im Garten wirklich kann. Von der Bodenbelebung bis zur möglichen Schadstoffbindung. Das Ganze war gespickt mit spannenden Fakten, wissenschaftlichen Hintergründen und ein paar persönlichen Erinnerungen aus meiner Zeit an der Erdgastrasse. Ich verlinke dir das ursprüngliche Hefevideo in der Beschreibung. Schau es dir unbedingt vorher an, damit du verstehst, warum dieses neue Video so wichtig ist. Kurz gesagt, die kleinen Mikroben aus dem Hefewürfel haben Kommentarspalten explodieren lassen. Neue Diskussionen entfacht und Fragen aufgeworfen, die bis in die Haarspitzen gehen. Wortwörtlich. Kurzum, ihr habt mich regelrecht übergossen mit euren Erfahrungen, Ideen, Zweifeln und Aha-Momenten. Und genau daraus entsteht jetzt eine neue Serie. Und damit ihr gleich wisst, wohin die Reise geht, in dieser neuen Reihe zeige ich euch spannende Wege, wie wir mit natürlichen Mitteln die unsichtbaren Altlasten in unseren Böden angehen. Von hartnäckigen Rückständen bis hin zu jenen geheimnisvollen Einträgen von oben, über die niemand offiziell hier bei YouTube sprechen will. Es geht um Lösungen, wissenschaftlich fundiert, praktisch erprobt und manchmal ziemlich verrückt. Eine sechsteilige Serie, die heute hier ihren Anfang nimmt. Aber bevor ich euch verrate, was genau euch erwartet, gehen wir noch einmal zurück zu dem Video, mit dem alles begann. Hefe im Garten. Ja, was da in den Kommentaren passiert ist, war einfach nur grandios. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und versucht, jede Frage, die an mich in den Kommentaren gestellt wurde, zu beantworten. Solange ich es zeitlich schaffe, werde ich es auch so beibehalten. Auch wenn die eine oder andere Frage nicht gerade freundlich ist. Es gab sogar wenige Kommentare, die mich darauf hingewiesen haben, ich würde zu viel quatschen. Nur rumlabern oder ich soll es auf den Punkt bringen. Tja, was soll ich dazu sagen? Wer keine Geschichten mag, ist hier vielleicht im falschen Beet. Aber ich verspreche euch, ich bringe das Ganze mit Wurzel und Witz zusammen. Da schrieb jemand zum Beispiel, wirkt das auch bei Rollrasen oder bei Säulenobstbäumen wie Apfel, Zwetschge oder Kirsche? Und was ist mit dem Kopf fürs Haarwachstum? Tja, ich sag's mal so, wenn's auf dem Beet wirkt, warum dann nicht auch auf der Birne? Aber mal im Ernst, diese Mischung aus Neugier, Witz und echtem Interesse hat mich wirklich begeistert. Deshalb habe ich mir die Mühe gemacht und die häufigsten Fragen gesammelt und will einige davon hier gleich vortragen. Und hier die erste Frage. Kann ich Hefe auch auf Rollrasen geben? Tja, die Antwort wäre ja. Aber der Effekt hängt stark vom Boden selbst darunter ab. Wenn der Untergrund ungedüngt ist, bringt auch die beste Hefe nicht viel. Wenn der Rasen aber auf gesundem, lebendigem Boden liegt, dann kann Hefe helfen, die Mikroorganismen zu füttern und die Bodenstruktur zu verbessern. Frage 2. Was ist mit Säulenobst oder Ziegengehölzen? Gießanwendungen im Wurzelbereich sind möglich, besonders bei Pflanzen in Töpfen oder im Hochbeeten. Ist die Wirkung gut kontrollierbar. Probier's aus, aber beobachte, jede Pflanze ist eben anders. Frage 3. Hilft Hefe beim Haarwachstum? Naja, das wäre dann wohl ein neues Format. Greenhorns Haarwelt.
Aber Spaß beiseite, Hefe hat tatsächlich einen hohen Gehalt an B-Vitaminen, die für Haut und Haar wichtig sind. Es gibt Leute, die darauf schwören. Im Garten jedoch wirkt sie durch Fermentation und Bodenmikrobenbiologie, nicht als Shampoo. Frage 4. Kann Hefe Schadstoffe im Boden binden? Wirklich? Die Antwort dazu ist ein klares Ja durch sogenannte Biosorption. Hefezellen können Schwermetalle an ihrer Zellwand binden. In Studien wurden sogar die Aufnahme von Cäsium und Blei nachgewiesen. Das macht Hefe zur echten Geheimwaffe, nicht nur im Garten, sondern auch in der Umwelttechnik. Die Quellen zu den Studien liegen auch in der Beschreibung des Hefevideos. Ich betone es an dieser Stelle, weil ein Zuschauer diese Frage 2-mal gestellt hat und ich ihm 2-mal auf die Beschreibung hingewiesen habe. Naja, vielleicht lag es daran, dass die Studien auch in Englisch sind. Frage 5. Welche Pflanzen reagieren gut auf Hefe und welche nicht? Besonders stark profitieren Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini und auch viele Kräuter. Pflanzen, die auf aktive Mikrobiologie angewiesen sind, entwickeln sich sichtbar besser. Bei Morbidpflanzen wie Rhododendron oder auch Heidelbeeren sollte man vorsichtig sein. Da kann die Veränderung des pH-Wertes sehr schaden. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal zugeben, dass ich die Petersilie auf beiden Listen in dem Hefevideo gesetzt habe. Die Frage kam auch immer und immer wieder. Was denn nun stimmt? Nun, Petersilie ist so ein Fall für sich. Sie mag humusreichen, lockeren Boden, aber nicht zu viele Pilze. Wenn die Hefemischung eher bakteriell lastig ist, hilft sie. Ist sie zu pilzlastig? Naja, dann wird Petersilie zickig. Das ist also ein Grenzfall. Oder wie ich sage, Petersilie macht ihr eigenes Ding. Und dann gab es noch diese echten Perlen aus der Community. Tipps, die mir besonders aufgefallen sind. Tipp 1. Ich habe Wildhefe selbst angesetzt. Mit Trockenfrüchten und Zucker. Funktioniert super, stinkt aber ein bisschen. Naja, mein Kommentar dazu, absolut plausibel. Wildhefen sind überall, vor allem auch auf Obstschalen. Der Effekt ist ähnlich, aber du kannst die Mischung auf deinen eigenen Mikrobiom-Fundus abstimmen. Tipp Nummer 2. Ich habe Hefe mit effektiven Mikroorganismen kombiniert. Der Kompost war innerhalb einer Woche heiß. Ja, spannender Synergieeffekt. EMs und Hefe ergänzen sich gut, weil sie unterschiedliche Mikrobenarten bedienen. Zusammen können sie den Verrottungsprozess beschleunigen und den Boden regelrecht aufladen. Und Tipp Nummer 3. Ich gebe regelmäßig Sauerteig in die Gießkanne und funktioniert besser als Backhefe. Und mein Kommentar dazu? Na klar, Sauerteig enthält neben Hefen auch Milchsäurebakterien, ein echter Powercocktail. Und durch Fermentation entstehen nützliche Enzyme, die das Bodenleben richtig in Schwung bringen. Und natürlich gab es auch kritische Stimmen. Ich vertrage Backhefe nicht. Magenprobleme, Ausschlag. Will ich das wirklich in den Boden bringen? Naja, eine berechtigte Frage. Zum Glück sind die Hefen im Boden nicht dieselben wie im Darm. Sie wirken dort völlig anders. Wer skeptisch ist, kann auf Wildhefe oder Sauerteig ausweichen oder einfach beobachten, was die Pflanzen sagen. Und mein persönlicher Lieblingskommentar war: Es interessiert mich mehr, was unter meinen Füßen passiert, als das, was oben in der Politik erzählt wird. Ganz ehrlich, ich fühle dich. Genau deshalb machen wir diese Serie. Tja, bevor wir jetzt gleich in die Themen der kommenden Videos eintauchen, muss ich euch etwas erzählen. Keine Theorie, kein Greenhorn-Gefühl, sondern eine echte Geschichte mit allem, was dazugehört. Wahrer Erfindungsgeist und ein Happy End, was heute weltweit Früchte trägt. Und ja, alle Quellen zu dieser Geschichte, für die Neugierigen, für die Skeptischen und die selber Recherchierer, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Stellt euch vor, Österreich 1986.
Die Tschernobyl-Katastrophe hat nicht nur Schlagzeilen gemacht, sondern buchstäblich die Luft verändert. Auch über den Alpen kamen, umschrieben gesagt, etwas sehr Unangenehmes runter. Radioaktives Cäsium 137, was sich mit Vorliebe im Boden festklammern. Viele Bauern waren damals verzweifelt. Was tun mit verseuchter Erde? Doch einer hat den Kopf nicht in den Acker gesteckt. Siegfried Lübke. Ein Biobauer mit Vision und einer mit einer gehörigen Mission Mikrobenmut. Gemeinsam mit seiner Frau Uta entwickelte er eine Methode, die damals fast wie Zauberei klang. Die CMC-Kompostierung. CMC, das steht für Controlled Microbial Composting. Was dahinter steckt? Eine Art mikrobieller Orchestergraben, bei dem jeder Ton, also Temperatur, Luft, Feuchtigkeit und Mikrobenbalance perfekt aufeinander abgestimmt wird. Das Ziel? Kompost, der nicht nur düngt, sondern mit entgiftet. Und jetzt kommt der Knaller. Während rundherum Gemüse vom Markt genommen wurde, weil es zu hohe Strahlenwerte hatte, konnte der Lübkehof dank dieser Methode seine Produkte weiterverkaufen. Offiziell geprüft und für gut befunden. Kein Witz. Diese Geschichte ging damals sogar durch die ganze Presse. Aus dieser Bauernschlauheit wurde ein Hightech-Unternehmen, die Compost Systems GmbH in Wels, Österreich. Heute liefern sie weltweit maßgeschneiderte Kompostierungslösungen von Brasilien bis Südkorea. Ihr Spezialgebiet? Großanlagen, die mit der CNC-Methode arbeiten, also mit jener Technologie, die einst auf einem kleinen Hof gegen das kämpfte, was da der Wind aus dem Osten mitgebracht hatte und von oben fiel. Klingt unglaublich, oder? Ist es auch. Und genau deshalb passt diese Geschichte perfekt in diesen Punkt unserer Reise. Denn sie beantwortet schon einen Teil der Frage, die sich viele von euch schon gestellt haben. Wie kann so ein einfaches Mittel wie Hefe oder Kompost oder Mikroben so eine gewaltige Wirkung entfalten? Und was gibt es da draußen noch, das da im Boden liegt, aber kaum einer nutzt? Na, und genau da steigen wir ein. Im nächsten Kapitel. Denn jetzt zeige ich euch, worum es in den kommenden 6 Folgen geht. Die Greenhorn-Serie zur Bodenrevolution beginnt mit alten Methoden, neuen Erkenntnissen und Lösungen, die unsere Erde aufatmen lassen könnte. Und wenn du dir jetzt denkst, hey, Greenhorn, spannend, aber was kommt denn jetzt wirklich? Dann kommt hier die Übersicht über die 6 nächsten Videos. Jede Folge ein Thema, das es in sich hat. Jedes Video ein kleiner Spatenstich in eine tiefere Welt des Bodenwissens. Mit einem Augenzwinkern, einem Schuss Rebellion und garantiertem Aha-Effekt. Erstens. CNC-Kompostierung. Der Bauerntrick, der sogar Tschernobyl überlebt hat. Hier geht es um eine Methode, wie Mikrobiologie mit Superkräften wirkt. Ich zeige, wie das geht, auch ohne Strahlenkatastrophe und wie du damit deinen Garten so sauber bekommst, dass selbst dein Kompost plötzlich Premium riecht. Und im Video 2 geht es um effektive Mikroorganismen. Kleine Mikroben, große Wirkung. Hier geht's ans Eingemachte oder besser ans Fermentierte. Wir reden über EM, Bogashi und Co. Wie du aus Küchenabfällen bodenbelebenden Wundergetränke zauberst, bei denen sogar deine Regenwürmer Samba tanzen. Drittes Video. Zeolit. Der Staubsauger für deinen Boden. Klingt nach Star Trek, ist aber ganz natürlich. Ich zeige dir, warum dieses Gestein Schadstoffe schluckt wie ein Alleskonner Staubsauger und welche Pflanzen sich darüber besonders freuen. Im 4. Video geht es um Bentonit, das Kamel unter den Erdmineralien. Der Wasserspeicherprofi, ideal bei Trockenstress, Düngerverlust und wenn dein Boden durstig ist, als ein Handwerker im Hochsommerloch. Und im 5. Video wird es um Biokohle gehen. Warum schwarze Erde mehr als Dreck ist. Ist das Mythos oder Magie? Terra Preta und Co. unter der Lupe. Ich erkläre, warum Grillkohle keine Lösung ist und echte Biokohle ein Schatz für Generationen. Und im 6. Video dieser Reihe der große Vergleich.
Wer gewinnt im Boden? In diesem Video wird es keine Versuchsreihe von mir geben, sondern echte Erfahrungen aus der Community, Studien, Beobachtungen. Ich vergleiche Wirkung, Aufwand, Kosten und ziehe ein Fazit mit Augenzwinkern. Was wirkt wirklich, was lohnt sich und wo hat selbst die Hefe Konkurrenz bekommen? In den nächsten Wochen werde ich jedes dieser Themen in einem eigenen Video behandeln. Dabei nehme ich eure Fragen mit, werte eure Fragen aus, durchforste Studien und spreche mit Menschen, die nicht nur heiße Luft produzieren, sondern auch kluge Gedanken. Wenn du also schon ausprobiert hast, was bei dir funktioniert hat oder vielleicht total gescheitert bist, dann lass es mich wissen. Schreib es am besten in die Kommentare oder schick mir eine private E-Mail-Nachricht. Du kannst mir auch Fotos schicken, das wäre natürlich noch besser, dann kann man es ja auch im Video gut auswerten. Ich sammle eure Einsendungen, filtere den wertvollen Dünger von der heißen Luft und präsentiere die spannendsten Erkenntnisse in den nächsten Videos. Und so machen wir das gemeinsam, als Bodenbewegung mit Humor. Denn genau darum geht es auf Greenhorns Gartenwelt. Nicht nur nachplappern, sondern wirklich verstehen. Und manchmal vielleicht sogar etwas erfinden, das uns allen hilft. Wenn du also dabei sein willst, dann lass gern ein Abo da, aktiviere die Glocke und schick mir deine wildesten, schrägsten oder klügsten Ideen. Denn die Hefe war nur der Anfang. Manche lachen, wenn sie hören, dass ein Hefewürfel im Beet Wunder wirkt. Andere gießen schon lange damit und wissen, da ist mehr dran, als man denkt. Und das gilt auch für uns. Wir sind eine Community aus neugierigen, kreativen Gärtnerinnen und Gärtnern, die nicht auf den nächsten Trend warten, sondern selber graben, fragen, mischen und ausprobieren. Was als einfacher Tipp mit Hefe begann, ist längst so etwas Größerem geworden. Ein kollektives Nachdenken darüber, wie wir unseren Boden wieder lebendig machen. Wie wir die Altlasten aus Jahrzehnten herausholen, mit Mitteln, die oft einfacher sind als gedacht. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, denn das hier wird mehr als eine Serie. Das wird vielleicht sogar ein kleiner Anfang für etwas richtig Großes. Bis bald im nächsten Video hier bei Greenhorns Gartenwelt. Bis bald, euer Greenhorn.